Guten Tag, Herr Aiwanger, schön, dass Sie hier bei uns sind. Wären Sie so nett, sich vorzustellen in Ihrer Funktion und was Sie als Forschungsschwerpunkte so machen? Mein Name ist Josef Aiwanger. Ich bin seit jetzt 20 Jahren an der früheren Kommission für allgemeine und vergleichende Archäologie, die jetzt umbenannt ist in Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen. Das ist ein Zweig des Deutschen Archäologischen Instituts, und zwar der jüngste Zweig, der wurde gegründet anlässlich der 175-Jahr-Feier des DAI und hat die Aufgabe, eigentlich im außereuropäischen Bereich zu arbeiten, auch über den Orient hinaus, also über die Länder hinaus, in denen man früher eben halt klassischerweise Archäologie betrieben hat. Und so sind wir in Bonn angesiedelt und betreiben inzwischen Forschungen in, ich darf das mal aufzählen, fangen wir im Westen an, auf der Osterinsel, in Peru, Bolivien, jetzt auch Honduras, dann in Marokko, in Vietnam, Kambodscha und demnächst in Myanmar, in der äußeren Mongolei und als jüngstes Projekt auf den Salomonen. Und ich bin zuständig für Afrika. Ich habe in dieser Funktion gearbeitet in Togo längere Zeit und dann seit über 15 Jahren in Marokko, ein Langzeitprojekt. Was machen Sie in Marokko? In Marokko haben wir ich bin dorthin gegangen mit der ursprünglichen Vorstellung, dass wir ziemlich dicht an der Meerenge arbeiten, weil wir uns einfach sagten, da hat man den größten Hebel, ne? Nicht, wenn man direkt an so einer Kontaktzone sitzt zwischen zwei Kontinenten. Das ist eine wunderbare Situation im Grunde genommen archäologisch. Man kann da verfolgen, was geht rüber, was kommt von der anderen Seite oder was also geht auch gar nicht. Die Out-of-Africa-Frage praktisch über Gibraltar. Über Gibraltar, und zwar nicht unbedingt im Ursprung unseres Projektes, nicht mal die Out of Africa, das war damals gar nicht in der Diskussion in dieser Art und Weise, nicht unbedingt das paläolithische Out of Africa, sondern auch beispielsweise die Frage, warum dehnt sich diese spanische, iberische Bronzezeitkultur oder Frühbronzezeit- oder Kupferzeitkultur, die ja ein richtiges Overshooting darstellt. Da werden Burgen gebaut und Goldschätze und ich weiß nicht was alles. Ne? Warum dehnt sich das nicht nach Afrika aus? Und umgekehrt, warum passiert da in der Zeit wenig, während im Neolithikum da relativ viel passiert? Ne? Also man kann das immer als unmittelbaren Reflex feststellen. Wir sind aber dann letzten Endes nicht an die Meeresenge gegangen, weil Marokko ja eigentlich kein Entwicklungsland mehr ist, schon lange nicht mehr. Das ist ein Schwellenland. Dort wird gebaut wie verrückt. Ne, nicht? Die Leute bauen riesige Feriensiedlungen, gerade im Raum Tanger, Tetuan, weil dort einfach viel Geld verdient wird. Und die Fundstellen, die man eigentlich schon in den 50er Jahren dort kannte, die altsteinzeitlichen, aber auch neolithischen, sind weitgehend zerstört, wie wir dann feststellen konnten. Also sind wir weiter nach Osten ausgewichen. Dann kommt man zuerst mal in ein Gebiet, das ist in einer eher unangenehmen Art und Weise bekannt. Das ist das Rauschgiftgebiet natürlich, ne, nicht? Und da will man eigentlich nicht arbeiten, weil man ständig die damit verbundenen Probleme hat. Ne. Dann sind wir noch ein bisschen weiter nach Osten und da lockert sich das Rifgebirge so auf und ist eigentlich für alle Kulturen und alle Entwicklungsstadien interessant, weil man einerseits noch Berge hat, andererseits schon relativ breite Täler mit, was wichtig in der Region ist, ganzjährig wasserführenden Flüssen. Die Moluja ist das beispielsweise. Und dann hat man Ebenen darin sozusagen eingeblendet, wo man auch eben beispielsweise neolithische Kulturen erwarten kann. Das Ganze hat sich dann bewahrheitet. Wir sind aber hingegangen eigentlich mit einem offenen Programm. Wir haben gesagt, wir auch im Interesse des marokkanischen Antikendienstes, wir machen einfach mal zunächst mal alles. Ne? Und das hat sich auch bewährt, weil beispielsweise die metallzeitlichen Kulturen bei uns quasi ausgefallen sind. Wir haben große Mengen von Grabhügeln, wir haben praktisch keine Siedlungen dazu, wir haben Trockenmauerwerk, Bauten in Trockenmauerwerk in den Bergen ohne Sediment, also ohne kulturelle Hinterlassenschaften, bei denen wir ein großes Datierungsproblem haben. Und wir haben einige dieser Grabhügel natürlich gegraben, das ist klar, wenn man das darf, dann macht man das natürlich. Da ist dann immer ein schönes Skelett drin, aber eigentlich sonst keine Beigaben. Bestenfalls ein paar kleine Trachtbestandteile, also mal ein paar Ohrringe oder sowas. Und die C14-Daten des Skeletts?
Die Grabhügel haben wir datiert, wir haben einen, der ist, glaube ich, 200 vor Christus. Also so man bewegt sich eigentlich auch im ersten Jahrtausend vor und im ersten Jahrtausend nach. Zum Teil auch noch parallel zum Islam. Der Islam hat auch nur diese arabische Überschichtung des Landes, hat eigentlich auch nur sich entlang der großen Täler abgespielt. Nicht in den Bergen. Die Berge sind Berbergebiet. Ne? Nicht wenn ich es mal so ein bisschen flapsig modern sagen soll, die Berber sagen heute noch l'État, c'est le goudron. Die Asphaltstraße, das ist der Staat. Und gehst du von der Asphaltstraße runter, das sind wir. Die haben auch durchaus zugestanden von ihrer Regierung in mancher Beziehung eine eigene Rechtsprechung. Also die lösen gewisse Probleme selbst, weil wenn sich da ein arabischer Beamter einmischt, dann wird es nicht besser dadurch. Ne? Nicht? Also die haben so eine Stammesherrschaft noch weiterhin. Ne? Nicht? Und das sind natürlich die unmittelbaren Nachfahren dieser metallzeitlichen Kulturen. Da haben sie immer diese Grabhügel hier in Europa beziehen sich Grabhügel auf Siedlungen meistens. Ne? Wenn man die bekannten Fundstellen nimmt, die Heuneburg nimmt oder so. Dort ist es anders. Dort liegen die Grabhügel in Passlagen beispielsweise. Da überblicken sie die Weidegründe. Ne, rechts und links. Das ist eine Art Herrschaftsanspruch oder so. Ne, nicht. Aber Siedlungen haben wir nicht dazu. Die Siedlungen enden eigentlich mit dem Neolithikum. Und wie ist es nun mit dem Paläolithikum dort, das Sie untersuchen? Sie sind dann auf Mittelpaläolithikum gestoßen. Ja, wir haben bald festgestellt, dass es uns ähnlich geht wie in Südspanien, dass man eigentlich seit der Antike einen enormen Bodenverlust hat. Weil man hat eine Überweidung und eine Deflation anschließend. Die gute Erde fliegt also einfach weg, die fliegt durch die Gegend. Die hat man dann hier auf den Autos, wenn man dort unten einen Sandsturm hat, ne, dann wundern sich die Leute, dass sie immer so was Gelbes auf den Autos haben. Das ist unsere Kulturerde eigentlich im Grunde genommen. Ne. Sie haben dann überall Fundstellen, die liegen in der Fläche und sie haben kein Sediment mehr dazu. Alle Phasen, Mittelpaläolithikum, Altpaläolithikum haben wir genauso, wir haben massenweise Faustkeile. Bis hin eben halt in die neolithischen Epochen. Und deswegen haben wir das gemacht, was man auch in Südspanien gemacht hat. Wir weichen in Höhlen und Abriss aus. Da ist eben alles etwas geschützter und eher erhalten. Und so haben wir das gemacht. Wir haben also gleich in den ersten Jahren haben wir parallel Survey gemacht in einer großen Region. Wir haben insgesamt 9000 Quadratkilometer, in denen wir arbeiten können, die also quasi uns gehören, archäologisch. Parallel dazu haben wir gleich in den ersten Höhlen gegraben, also sondiert, mehr oder minder, und haben festgestellt, dass sie alle so ungefähr eine Belegungssequenz haben. In jeder Region der Erde haben Höhlen eine bestimmte Standardsequenz, von der natürlich abgewichen werden kann, aber hier ist es immer so, dass dann im Mittelalter gehen nochmal welche rein, Endmittelalter und so. Ne? Und so ähnlich ist es dort unten auch. Wir haben grundsätzlich in guten Höhlen mit Wasserzugang und allen optimalen Umgebungsfaktoren, dass man eigentlich Iberomaurusian drin hat. Das ist eine Kultur, die entsteht so etwa um 18.000, 18.500 vor und dauert dann bis etwa 12.000. Dann haben wir ein Epipaläolithikum, was noch nicht so genau definiert ist. Das hängt mit dem Kapsieren zusammen. Das geht bis etwas unter 6.000 und dann hat man Neolithikum. Das ist so die Sequenz, die man normalerweise drin hat. Wir haben in der zweiten großen Höhle, die wir gegraben haben, das ist die Höhle Ifri Namar. Ifri ist berberisch und heißt Höhle und Amar ist eigentlich ein jüdischer Eigenname. Das spricht immer so im Gefühl der Einheimischen, ist das etwas Altehrwürdiges. Da haben sie also immer Respekt davor. Ne? Da haben sie auch entsprechende Geschichten für jede Höhle dann. Die hat uns überrascht. Wir haben also dort eine Sequenz drin gehabt, oben drin ein bisschen Neolithikum, dann kommen 3 Meter etwa Iberomaurusian. Das ist eben eine Kultur, die sehr stark und sehr schnell Sediment bildet, weil sie Escargotiers aufbaut. Das sind Schneckenhaufen. Das ist das terrestrische Gegenstück zu dem, was man überall an allen Küsten der Welt hat, nämlich Muschelhaufen, ne? Muschelhaufenkulturen. Das sind eben Landschnecken, die heute noch in Marokko gegessen werden, die kann man auf dem Markt kaufen. Und dadurch bildet sich sehr schnell Sediment. So haben wir für einen Zeitraum von etwa
19.000 bis etwa 10.000 haben wir 3 Meter Schichtbildung. Und darunter passiert etwas ganz Komisches, da hörte das ganz plötzlich auf. Es wurde ein sehr kompaktes, schneckenleeres Sediment, rötlich-gelblich, also so ein richtiges paläolithische Schicht. Und dann kamen schlagartig jede Menge mittelpaläolithische Geräte zum Vorschein, die wir draußen vor der Höhle nirgendwo gefunden haben. Das ist dann ja schon 4 Meter tief. Das ist schon 4 Meter tief, ne, nicht? Aber wir haben ja vor der Höhle einen wunderbaren Talus, einen schönen Schuttkegel, der ungefähr 1000 Quadratmeter Kulturerde umfasst mit Millionen von Artefakten, die da drauf liegen. Inzwischen begreifen wir das. Wir haben also an der Vorderkante des Abris massiven Blockschutt, der als Sedimentfalle gedient hat. Es hat sich also nichts von dem Sediment, was sich in der Höhle gebildet hat, von den Schichten, hat sich nach draußen begeben. Das ist einfach blockiert durch diesen Blockschutt, der vor dem Abri liegt. 4 Meter finden Sie plötzlich das Mittelpaläolithikum. Ja. Wie datiert denn das überhaupt? Ja, es war so. Wir haben also zunächst mal die ersten mittelpaläolithischen Funde geborgen. Das sind Hunderte von Artefakten, die man dem Aterian zuwendet. Aterian ist eine Kultur, eine jung-mittelpaläolithische Kultur, die ist benannt nach einem Fundort in Algerien, Bir el Ater, ein Freilandfundplatz, und zeichnet sich aus, dass sie im Prinzip eine Musterian-Tradition fortsetzt, also eine technologisch Musterian ist, aber sie hat gestielte Spitzen. Das sind eine Art Lanzenspitzen mit einer Stielbildung zur Schäftung, also Fernwaffen mit anderen Worten. Und dieses Aterian hat man klassischerweise datiert zwischen 40.000 und etwa 20.000. Die jüngsten Funde sind dann 20.000. Diese gestielten Spitzen für Speerschleudern? Ja, sind Speere, ja, das bin ich ziemlich sicher. Ich komme darauf nochmal, wir können sie inzwischen etwas näher ansprechen. Unter diesem Aterian kam dann ein Musterian zutage, wie es im Lehrbuch steht. Das Lehrbuch sagt, in Nordafrika haben wir Musterian und dann haben wir Aterian. Und dann gibt es eine Lücke und dann setzt das Iberomaurusian ein. Dazwischen hat man das Heinrich-I-Event, da wird es also mal sehr, sehr, sehr trocken. Hier wird es sehr kalt, dort unten wird es sehr trocken, was noch lebensfeindlicher ist natürlich als Kälte. Ne? Nicht, man kommt mit Kälte kommt man klar, aber mit Trockenheit, da muss man dann irgendwann weg. Also da haben wir eine Besiedlungslücke. So, dann hörte das Musterian auf und es kam eine Calciumcarbonatschicht, eine Caliche, wie man es im Mittelmeerraum hat. Das sind diese Ortsteinbildungen in Feldern oder so. Das ist ein Verdunstungsprodukt. Ne? Das haben wir zunächst mal für einen Untergrund der Höhle gehalten. Dann kam Herr Reisch aus Erlangen, der bei uns mitarbeitet und hat mit einem Eisenstecken so ein bisschen draufgeklopft und sagte, nein, das ist nicht der Felsgrund, den ihr da habt. Dann haben wir das weggehackt. Und was kam drunter raus? Wieder Aterian. Also unter dem Musterian kam dann wieder Aterian und dann kam wieder Musterian. Also Gleichzeitigkeit statt Abfolge. Ja, genau. Gleichzeitigkeit statt Abfolge oder sagen wir mal Interstratifikation. Ne? Jetzt muss man überlegen, was das ist. Wie datiert das ab? Wir haben das oben datiert mit AMS, haben gedacht, ja, bis das Musterian, ja, das geht bis 40.000, das kann man noch datieren, ne, irgendwie, ne, und das Aterian kann man sowieso datieren, haben das auch gemacht und es kamen auch wunderbar schöne Daten raus zwischen 50 und 40.000 für die beiden Schichten. Ne. Aber dann hatten wir natürlich das Problem, dass wir schon wieder 1 Meter tiefer waren oder 2 Meter tiefer. Ne. Und da ging es natürlich dann nicht mehr. Jenseits von 50.000 kann man mit AMS nicht mehr datieren und man kann es eigentlich nicht mal bis 50.000. Ne. Das ist, inzwischen stellen sich da immer mehr Probleme heraus. Ne. Dann sind wir hingegangen, haben den Herrn Richter aus Leipzig, aus dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie angeheuert und er hat uns 40 Proben an verbranntem Silex gemacht. In 4 Schichtbereichen, die also besonders interessant waren. Inzwischen waren wir nämlich 7 Meter tief. Und dann kam wirklich der Felsgrund zutage. Ne? Und diese Interstratifikation hat ganz überraschende Ergebnisse gebracht. Wir sind nämlich ganz unten, aber immer noch 30 Zentimeter über Felsgrund. Direkt am Felsgrund kann man nicht Thermolumineszenz datieren, weil der Fels so eine Eigenstrahlung hat. Und das ist schwierig zu messen, das bringt es halt durcheinander. Ne? Da sind wir so bei 170.000, 180.000 für das untere Musterian. Dann kommt das Aterian mit 145.000. Das unter der Caliche, das ist also das älteste Aterian, was man in Afrika überhaupt hat. Also das älteste, was man mit diesen Lanzenspitzen verbindet. Und ist das alles verbunden mit Sapienten?
Ich nehme es stark an, ja. Wir haben natürlich sehr wenig, ich rede gleich noch kurz über die Skelette, über das, was wir an Skelettmaterial haben, das ist nämlich sehr wenig. Aber es ist technologisch, sieht es so aus, als ob das alles unmittelbar zusammenhängt. Wir haben also keinen technologischen Bruch drin. Ne? Diese Interstratifikation, die setzt im Grunde genommen von unten bis oben eine Musteriertradition fort und verbindet sich sicherlich mit denselben Also Menschen. von 170.000 bis 20.000 letztlich bis eine kulturelle Bei Entwicklung. 20.000 sind wir noch nicht, wir haben noch eine Lücke. Es kommt nämlich über der Caliche dann das obere Musterien, das ist so bei 145.000 und dann haben wir das Aterien, das ist bei 135.000 und dann hört es, nee, das ist nicht bei 100, Verzeihung, das oberste Aterien ist bei 83.000 gemittelt. Ne? Und dann haben wir eine Lücke, die wir jetzt langsam in der Mitte des Abris schließen, weil wir dort Schichten haben, die noch drüber liegen, sodass wir die Lücke zwischen etwa 80.000 und etwa 20.000 langsam schließen können. Ne? Wir haben also eine mittelpaläolithische Entwicklung, grob gesagt, die etwa zwischen 180.000 oder sagen wir ruhig zwischen 200.000 und etwa 80.000, 75.000 sich abspielt. Und was passiert da? Ist das immer gleiches Jägerleben in relativ stabilem Klima, sozusagen das, was fürs Paläolithikum über lange Zeiten ja wesentlich ist im Vergleich zum späteren Neolithikum, nämlich einfach eine gewisse Stabilität aus der Tatsache heraus, dass der Mensch Teil der Natur ist. Ja, das ist es sicherlich. Wir sind inzwischen dabei, diese seltsame Interstratifikation auch mal zu erklären. Es gibt also Leute, die sagen, ja, aber das sind einfach unterschiedliche Menschengruppen. Jetzt hat aber unser Faunenspezialist vom Museum König, der kann ziemlich klar sagen, dass in den Schichten, in denen diese Lanzenspitzen liegen, das Rhinoceros auftritt. Dass sich immer in Trockenphasen, also in wärmeren Phasen, die auch dann trocken sind, nach Norden bewegt und sich dann wieder nach Süden zurückzieht. Ne? Das wird bedeuten, dass man der Megafauna sozusagen lieber mit Fernwaffen zur Leibe rückt, weil natürlich das Rhinoceros ein Tier ist. Elefant kann man leicht jagen, der hat keine Feinde, die kann man mit einer Lanze von hinten relativ leicht jagen. Sie verletzen ihn und dann aber laufen sie ein Rhinoceros ist ein anderes Kaliber. Ja, das ist ein anderes Tier, ja, und dem setzt man nur mit einer Fernwaffe zu. Ne? Nicht, das wird man, wer klug ist, geht ihm aus dem Weg. Ne? Was es selbst ja auch tut. Ne? Nicht? Aber wenn man es angreift, dann wird es halt ungemütlich. Ne? Nicht? Und, wir glauben inzwischen, dass das also tatsächlich nur eine Jagdstrategie ist, im Grunde genommen, die sich da abbildet. Ne? Also, dass man von diesen Kulturen dort gar nicht mehr reden kann. Meine Marokkaner sind immer versucht. Haben Sie Knochenerhaltung? Wir haben Knochenerhaltung, relativ gut, aber wir haben keine, also mit Kollagen sieht schon schlecht aus. Also da genetisch ranzugehen ist schwierig. Und werden viele Nashörner gejagt? Nein, wir haben nicht viele drin. Nein, wir haben, was nicht unbedingt etwas bedeutet. Ein Nashorn, wenn man das erlegt, dann fleischt man das ab. Dann lässt man das Skelett eigentlich liegen und es kommen nur ein paar Knochen eigentlich in die Fundstelle. Ne? Wir haben auch ein Baby-Nashorn, also ein ganz kleines. Das haben die einfach so mitgenommen. Aber erwachsene Nashörner ist also eher seltener, dass man die drin hat. Aber sie sind eben da. Ne? Nicht? Davon abgesehen haben die natürlich ein wunderbares Jagdwild. Ne? Nicht? Das ist ganz anders als in Europa. Das sind auch die großen Herdentiere. Aber dann hat man gleichzeitig eben noch eine Vertikalität. Ne? Das wäre einfach, was ich den Paläolithikern immer nicht so ganz glaubte, sind die kleinen Gruppengrößen. Ja? Man geht immer von kleinen Gruppengrößen aus, man hat vielleicht rezente Jäger im Kopf, die abgedrängt sind durch Bauern in Ungunstregionen. Aber wenn ich in so einer Gunstregion lebe, dann kann ich mir eigentlich sehr große Gruppengrößen leisten. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich bin auch kein Paläolithiker, aber ich habe es auch immer bezweifelt. Ne? Nicht, die Fundstelle ist, diese Fundstelle, die wir da jetzt haben, die ist relativ groß. Es hat 120 Quadratmeter Innenraum. Und wir haben, wenn wir über die Rohmaterialien der Lithik gehen, dann haben wir immerhin ein relativ großes Territorium. Wir wissen, wo die ihre Rohmaterialien geholt haben. Das sind viele 100 Quadratkilometer, die da begangen haben. Ne? Nicht? Und das gehört ihnen, das Gebiet. Ne? Nicht? Und wir sind jetzt dabei, aufgrund dieser Daten haben wir gesagt, wir erweitern die Grabung auf die Mitte des Abris, graben dort jetzt, um die räumliche Organisation im Abris zu begreifen. Da gibt es also ganz schöne Ergebnisse. Wir haben am Rand des Abris
diese großen Mengen von Lanzenspitzen, weil dort wahrscheinlich die Jagdwaffen aufbewahrt waren, an die Wand gestellt. Ne? Dort sind auch jede Menge andere Artefakte. In der Mitte des Abris sieht das anders aus. Da liegt jetzt ein großer Felsblock, der von oben gekommen ist. Den hat man also nicht rausgeschafft, sondern den ließ man da liegen und da hat man sich dagegen gesetzt und dort sind die ganzen Feuerstellen. Dort sind relativ wenig Artefakte und wenn Artefakte dort sind, sind das Artefakte, mit denen man schneidet, also Fleisch zerlegt oder so etwas, ne, und saß und eben geredet hat und dort sind die Feuerstellen. Und am Rand sind ganz andere Dinge. Ne. Also das setzt doch eine erhebliche Gruppengröße voraus. Ne. Auch die Wege, die zurückgelegt haben, um an Rohmaterialien zu kommen. Ne. Das sind zum Teil 50 Kilometer, also sagen wir mal so für einen Jäger 1,5 Tagesmärsche. Ne. Wie muss man die Menschen vorstellen in dieser Zeit? Also sind es Sapienten? Was wissen wir über Schmuck? Was wissen wir über, was wissen wir über den Menschen? Ja. Was wissen wir über seine Ernährung und so weiter und so fort? Wir können in diesem Abri zu den Menschen, zu der Menschengruppe, die dort saß, gewisse Aussagen zum Schmuck machen. Und zwar sind das bisher 3 durchbohrte Meeresschnecken, alle derselben Art, die im Ufersaum der subtropischen Meere gesammelt werden können. Es gibt sie heute noch im Mittelmeer. Das ist Nassarius, eine kleine, hübsche, aber eigentlich eher unscheinbare, von der Größe her unscheinbare Schnecke. Also etwas, was man eigentlich nicht unbedingt erwartet, dass man gerade diese kleine Schnecke genommen hat, während es dort Jakobsmuscheln und wunderbare Zierschnecken aller Art oder Muscheln gibt. Ne? Und diese Schnecken wurden durchbohrt. Wir sind relativ meerfern, wir sind also 40 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Sie haben natürlich keinerlei Nährwert oder so etwas. Sie wurden also mit Sicherheit nicht gegessen. Sie sind gerade mal wie ein Fingernagel, etwa in der Größe, sind durchbohrt und haben etwas ganz Besonderes. Sie haben im Inneren Spuren von einem roten Residuum, sodass wir annehmen können, dass sie wohl nicht bemalt waren, aber mit Körperbemalung der Träger in Kontakt kamen. So wie man das aus ethnografischen Vergleichen kennt, wie wenn man so eine schöne Kaurimuschelschnecke um den Hals hat und selber Körperbemalung trägt, dann ist die Kaurimuschel hinterher auch rot oder gelb oder grün, ne? Wie nun auch immer. Ne? Das hat uns zunächst mal nicht irritiert, weil wir glaubten uns ja in einer Zeitmarsch in einem Zeitfenster von etwa 40.000 zu bewegen. 40.000 ist eine Zeit, in der man auch in Europa schon mal Schmuckgegenstände finden kann, aber vorher eben nicht. Ne? Jetzt ist das aber 80.000 oder über 80.000 und da war das doch etwas irritierend. Und wenn man so etwas findet und dann auch datieren kann, dann passiert einem etwas für die archäologische Forschung Typisches, dann kommen diese Schnecken überall aus dem Boden. Jetzt gibt es sie plötzlich in Bir el Ater, also in der namensgebenden Station des Aterien, dort seinerzeit datiert um 30.000, sicher falsch, also eben halt mit der ungeeigneten Methode. Es gibt sie in Taforalt, das ist eine große Höhle, die nicht so weit von uns entfernt liegt, noch in Marokko, aber Richtung algerische Grenze. Und es gibt sie in Shkul, Altfunde am Karmel in Israel, dort problematisch zu datieren. Wir bewegen uns damit, Taforalt ist inzwischen auch datiert, auch mit TL und OSL, bewegen wir uns in einem Zeitfenster, da muss man sich nicht drum streiten, wer die ältesten hat, im Grunde genommen, das ist überflüssig, in einem Zeitfenster von etwa 90.000 bis 75.000. Das ist also eine Schicht und zwar sind es überall dieselben Schnecken. Das ist also ganz interessant, dieselbe Art. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes dazu. Man hat in Südafrika ganz ähnliche Schnecken gefunden. Nicht Nassarius gibbosulus wie bei uns, sondern Nassarius grausianus, die sich am Äquator spiegelt. Der Äquator ist ja quasi der Süden des Kontinents und der Norden des Kontinents spiegelt sich daran, nur ist die Jahreszeit versetzt. Deswegen kriegen wir südafrikanische Erdbeeren an Weihnachten nicht. Und so ähnlich ist es mit den Schnecken auch, mit der Fauna und mit allem. Es ist also offensichtlich, und die sind auch mit roter Farbe imprägniert, diese Schnecken, die man in Blombers Cave und in anderen Fundstellen der Kap-Region inzwischen hat, in Südafrika. Datiert sind sie dort um 75.000, das heißt mit anderen Worten eigentlich gleich alt wie unsere. Ne? Nicht, wir streiten uns da nicht um 5.000 Jahre. Ne? Und es sieht offensichtlich so aus, als ob
das ist natürlich auch, das sind auch Sapienten, ganz klar, ne, nicht? Und das sieht eigentlich so aus, als ob sich eben ein Teil dieser Menschengruppen nach Norden bewegt hat und ein Teil nach Süden. Und der Teil, der im Norden sitzt, der hat sich dann irgendwann wiederum 30.000, 40.000 Jahre später, zwischen 50.000 und 40.000, dann plötzlich aufgemacht und hat den Bab el-Mandeb überschritten, über die arabische Halbinsel oder eben zum Teil über den Sinai und natürlich auch bei uns im Westen über die Meerenge und hat dann eigentlich die Welt neu besiedelt. Ne? Das ist Sapiens sapiens, der eigentlich dann den Neandertaler nicht, ja, wie soll ich sagen, es ist kein Konflikt, er ersetzt ihn einfach, ne, in irgendeiner Form. Er nimmt ihm die Butter vom Brot. Wir sehen das sehr schön in der Fundstelle, die Sie genannt haben, in Schkuhl. Ja. Schkuhl liegt ja in einem Tal vom Karmelgebirge. Genau, ja. Und gegenüber, und dort sind Sapienten ja nachgewiesen, und gegenüber liegt, soweit ich mich erinnere, eine Höhle, die glaube ich heißt Tabun. Ja. Und da sind angeblich Neandertaler nachgewiesen, Neandertaler drin, mit der Besonderheit, dass die Zehntausende von Jahren vielleicht abwechselnd, vielleicht aber auch gleichzeitig nebeneinander leben. Also in dieser Enge, in diesem Flaschenhals, der da aus Afrika herausgeht. Das, was Sie über die Muscheln sagen, über so ein kleines Indiz, ist ja in zweierlei Hinsicht extrem aufregend. Zum Ersten die indirekte Nachweis von Körperbemalung, von der man natürlich ausgehen kann, wenn man den ethnografischen Befund weltweit kennt, was aber für die Zeit wie 80.000 vor Christus im Nachweis natürlich hochaufregend ist. Zum anderen aber natürlich das einheitlich Symbolhafte dieser Schnecken. Wir kennen das natürlich aus modernen ethnografischen Befunden, Sie haben Kaurischnecken genannt, Kaurimuscheln genannt, aber es ist doch ungemein aufregend in der Zeit, in der die Menschen immer, obwohl Sapienten, als simpler gesehen werden. Das bedeutet ja, symbolische Darstellung, das bedeutet ja in einer gewissen Weise ein Wertsystem, das bedeutet ja in einer gewissen Weise Komplexität und Wiedererkennbarkeit. Ansonsten hätte man ja alle möglichen Muscheln nehmen können. Ja. Das heißt, man wählt ein Distinktionsmittel und das spiegelt sich über enorme Regionen und über einen offenbar langen Zeitraum und das erscheint mir doch ganz spannend. Das ist eine Art von Kommunikation, ne, nicht, was sich da abbildet. Ne. Natürlich hätte man viele andere Schnecken nehmen können. Man nimmt ja später im Paläolithikum, im Jungpaläolithikum verwendet man alle möglichen, bis hin zu Fossilien, ja, ne, nicht? Aber das ist eine andere Zeit und im Grunde genommen, jetzt im Rückgriff, würde ich sagen, kann man da auch so aus dem Mesolithikum Europas ein paar Weisheiten beziehen, wo sich ja so etwas wie Stammesgebiete abbilden. Mit verschiedenen Schneckenformen, die um den Hals getragen haben, oder Tierzähne oder so etwas, ne? Glanz oder so etwas, die sich da abbilden. Ne? Das ist ein ganz später Reflex. Es ist nämlich auch so, dass diese Sapienten bei ihrem das ist das letzte Out of Africa, wenn man das jetzige, das gegenwärtige nicht auch so sieht, also das letzte archäologische Out of Africa, diese Schnecken eigentlich auch noch mitgenommen haben. Es gibt eine anatolische Fundstelle, die man so etwa um 40.000 datiert, also eigentlich am Beginn des Jungpaläolithikums, so eine Art Aurignacien, da gibt es sie auch. Die haben sie also mitgenommen, das ist ausgesprochen meerfern. Man hat also die Idee und auch das Objekt mitgenommen. Ne? Nicht, das sind halt ein kulturelles Gedächtnis von einer riesigen Reichweite. Ne? Ganz interessant. Und davon abgesehen ist die Sicherheit, mit der wir sagen können, diese Schnecken in Südafrika haben etwas mit den Schnecken in Nordafrika zu tun. Das liegt daran, dass es auch andere Objekte umfasst. Diese Modernität dieser Träger bedeutet auch, dass man zum Beispiel Knochengeräte entdeckt, überhaupt den Knochen als Werkstoff. Und zwar nicht als lithischen Werkstoff, es gibt auch Faustkeile aus Knochen, aber das sind geschlagene Knochen, ne? Dagegen geschliffene oder sonst wie verarbeitete, das ist auch eine Modernität, die sich bei diesen Leuten eben, bei diesen Menschengruppen ausdrückt. Ne? Und diese Muscheln, die meisten haben sozusagen einen roten Abrieb, rote Spuren, die auf Körperbemalung hindeutet. Das würde dann bedeuten, dass nicht nur die Muscheln distinktiv waren, sondern auch die Körperbemalung. Ja, wahrscheinlich, ja.
Würde ich doch annehmen. Nur haben wir da aber leider halt natürlich, da fehlen dann doch irgendwann da geht einem die Luft aus archäologisch dann nicht. Das ist, aber die meisten Muscheln haben roten Farbstoff. Ja, also wir haben zwei mit Farbspuren von 3. Ich muss dazu zugeben, das kann man als Archäologe auch mal zugeben, seine Fehler, dass wir die natürlich zuerst mal gewaschen haben, ne? Wie man es halt mit Fundstoff macht. Ne? Gott sei Dank war das stabil genug, um uns zu überdauern, sozusagen die Prozedur. Ne? In Taferalt ist das genauso nebendran. In Schkull gibt es kleine rote Farbspuren, in Wetschebana, also in Bir el Ater auch. Und in Südafrika ist es ohnehin so, die sind mit dem roten Farbstoff schon weiter, die sind inzwischen über 100.000 Jahre. Nicht bei Muscheln, nicht bei Schnecken, aber die haben so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob das Abalone ist, so eine große Muschel mit Farbspuren drin. Gibt es nicht auch jetzt durch Joao Gilao publiziert, habe ich gesehen, in Südspanien, in der Cueva de los Aviones und an anderen Stellen Muscheln, in denen die gleichsam als Farbbehälter dienen das für rote Farbe? Aha. Und wie ist das eigentlich einzuordnen, wenn Sie jetzt Rot im Paläolithikum sehen? Ist das? Gute Frage, ja. Ich glaube, das muss man aus dem Jungpaläolithikum beantworten und dann den Rückschluss suchen, weil wir haben eben, uns fehlt da irgendwo der Zugang, ne? Nicht? Auf alle Fälle bislang haben Sie den ersten Nachweis von Körperbemalung und den ersten Nachweis von Distinktionsmitteln mit diesen Muscheln. So ungefähr. Ja. Haben die Kulturen dann jetzt in dem lithischen Material und sonstigen Material auch Übereinstimmungen oder sind die da unterschiedlich? Ja, also man hat früher versucht, das ging nach dem Motto, der moderne Mensch kann natürlich nicht aus Afrika stammen. Also hat man gesagt, das Aterien, was abgesehen von den Stielspitzen, also von den Lanzenspitzen, noch eine andere Artefaktform hat, die sehr ins Auge fällt, sagen wir mal, das sind Blattspitzen. Ungefähr so, bis zu 8 oder 10 Zentimeter lang, beidseitig wunderbar retuschiert und sehr dünn. Man möchte fast annehmen, dass sie nicht einen realen Zweck hatten, sondern einfach nur so ein schönes Artefakt bilden sollten. Die hat man mit dem Solitrien Europas parallelisiert und hat so eine Parallele gezogen, dass das Solitrien mal runter ist oder dass die eben hoch sind und das Solitrien beeinflusst haben. Das war ein Druckschluss, weil man natürlich unsere Sachen falsch datiert hatte. Das Aterien war falsch datiert. Inzwischen suchen wir unsere Parallelen eben in Südafrika. Und dort gibt es diese Blattspitzen auch, aber eben halt auch in dem Zeitfenster 80.000, 70.000, 60.000. Was können Sie zum Rot sagen? Sind das rote Ockererden? Ist das Hämatit? Auf alle Fälle ist es wahrscheinlich Eisendreioxid, also mineralisch. Ja, es ist mineralisches Eisendreioxid. Wir haben von einer Schnecke minimale Spuren entnehmen können und haben sie in Bonn analysieren lassen. Mit so einer Spektralanalyse ist ganz einfach. Das hat also signifikant Hämatit erbracht. 5% des Residuums, das reicht aus, um das Rot zu färben. Der Rest ist äolisch eingebrachter Quarz oder sowas, Quarzsand, der da halt in der Schnecke hängen geblieben ist, als sie an der Oberfläche lag. Aber Hämatit ist ganz eindeutig verwendet worden. Das ist also ganz sicher. Das wissen wir. Wir haben auch in der Fläche immer wieder mal so feine rote Schlieren oder so etwas. Die haben also fleißig damit gearbeitet. Ferner haben sie noch andere Farbstoffe, wobei ich mit Farbstoffen da etwas vorsichtig bin. Es kann sich da auch um etwas anderes handeln. Wir haben Bleiglanz, auch ein sehr häufiges Mineral in Nordafrika und an anderen Teilen der Welt, eines der häufigsten überhaupt. Der pulverisiert wird und dann so einen feinen silbrigen Schimmer gibt auf den Artefakten. Dann haben wir Ocker, also gelben. Also ein Abbauprodukt. Abbauprodukt, ja, genau. Ockererden. Sie haben aber auch, glaube ich, für Afrika die ältesten Felsbilder gefunden. Nein, nicht für ganz Afrika, für Nordafrika, sagen wir mal. Nördlich des Großen Waldes, da gibt es ja Gut, Apollo Cave habe ich nie geglaubt. Ja. Also von daher. Ich habe da Respekt davor. Ich möchte nicht. aber im nördlichen Afrika die ältesten Spuren. Da werden es die ältesten sein. Die bisher ältesten, die man immer so anführt, waren im Zentralsahara, Tassili, diese Rundkopfperiode, die man stilistisch zusammenfasst. Und da hat man immer so gesagt, ja, das ist so 9. Jahrtausend oder 8. Jahrtausend oder so, nicht? Und wir haben jetzt ein
kleines Felsbild, das ist eigentlich nur zunächst mal ein Fleck an der Wand, ein roter, der sich aber mithilfe eines Bildverfahrens doch etwas entwickelt hat zu einer fast anthropomorphen Figur. Nicht sehr groß, und das ist bereits von Schichten des 13. Jahrtausends, 12. und 13. Jahrtausends zugedeckt. Das haben wir also gefunden im Laufe der Grabung, wurde das an der Höhlenwand freigelegt, ist ein sehr kleines Bildchen. Und in der Schicht daneben, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wann ist dieses Felsbild entstanden? Das ist ganz klar. Hat der Maler gestanden, als er es gemalt hat? Hat er gekniet oder hat er gesessen? Irgendwann hat es an den Boden rangemalt oder so. Dazu können wir ein bisschen was sagen, weil wir in der Schicht davor kleine Karkassen von Landschildkröten gefunden haben, die innen roten Farbstoff haben. Also Schildkrötenpanzer sozusagen, ne, die diesen roten Farbstoff enthielt, wo der also angerührt wurde und die dann am Ort der Tat sozusagen verblieben. Da möchten wir doch annehmen, dass das eben der Rötel ist, mit dem dieses Bild gemalt wurde, und verschiedene andere Bilder, die leider nicht in der Form erhalten sind, da haben wir noch winzige Spuren. Ich will jetzt nochmal... Konnte man das dann datieren, die Schildkröten? Ja, die sind datiert, ja, klar. Die sind so 13. bis 14. Jahrtausend. Nicht? Das ist also 12. zum Teil. Ne? Das ist ein ziemlich klarer Horizont. Ne? Interessanterweise liegt gleich darunter eine adulte Bestattung, ein Mann, vielleicht so 20, 25 Jahre alt, ein seltsamer Hocker, und ich habe fast das Gefühl, dass sich dieses Felsbild auf ihn bezieht. Die Bestattungen, die wir haben, das ist natürlich nicht Mittelpaläolithikum, das ist Iberomaurusian. Die Bestattungen, die wir haben im Iberomaurusian, das ist eine ganze Reihe. Das ist ein Erwachsener, in einer anderen Höhle eine eher schon ältere Frau, ohne Kopf, interessanterweise. Und dann haben wir eine ganze Reihe neonater und perinataler Kinder, auch alle an der Höhlenwand. Also das zeigt auch, dass man in diesem Jungpaläolithikum, wenn man es so nennen will, dort unten, dass man da auch eine räumliche Organisation hat in der Höhle. Die Leichen wurden dann tatsächlich am Rande niedergelegt. Im Mittelpaläolithikum ist das was anderes. Wir haben kleine Skelettteile, wir haben eine Kniescheibe, wir haben einen Humeruskopf, eine Phalange und, glaube ich, einen Zahn, der aber nicht ganz sicher ist, dass er hingehört. Analysen haben wir dazu noch nicht machen können. Die Marokkaner, ja, da sind sie natürlich so ein bisschen eigen. Ne? Da gibt es sehr wenig aus dem Atelier, und da will man natürlich nicht, dass das pulverisiert wird. Ne? Außerdem mache ich mir wenig Hoffnung, dass man genetisch was rauskriegt. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht erhalten. Ne? Also diese Tradition der Farben, die wir im Mittelpaläolithikum ansatzweise haben, die entwickelt sich in diesem Iberomaurusier dann noch deutlicher. Ne? Da haben wir also sehr viele Fragmente von Rötel und so weiter. Wir haben wahrscheinlich gibt es den Rohstoff in der Umgebung, oder? Überall, ja, natürlich. Hämatit ist was ganz, ganz Häufiges. Gerade wenn man in einem Kalkmassiv sitzt, da hat man Kluftbildung und das reichert sich das an, und das nimmt man einfach bei der Jagd irgendwo mit. Ne? Das ist also gar kein Problem. Ne? Wir haben es sogar als regelrechte Schichten, als Abbauprodukte in einer Höhle an der Mittelmeerküste. Da kann man das also schon als fertiges Pulver rauskratzen. Das gibt es also in Mengen. Bei Bleiglanz bin ich mir nicht so ganz sicher. Das kann man auch, glaube ich, für Gerberzwecke. Auch Rötel geht auch. Mit Rötel kann man auch gerben, auch konservieren. Ne? Also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Ne? Was hat man jetzt wirklich? Hat man eine intentionelle Farbe oder hat man ein Zufallsprodukt sozusagen? Es gibt aus der Ethnographie Beispiele, wie man Felle mit Rötel gerbt. Was spielt heute noch Rot für eine Rolle bei den Berbern? Die ganzen Häuser. Das ist dieses typische Berber, ja, so ein Rostrot. Da bemalt man ganze Häuser damit. Das ist eine ganz traditionelle Färbung. Ne? Wobei ich nicht sagen möchte, dass wir also die Berber nun unmittelbar aus dem Mittelpaläolithikum holen wollen. Aber aus dem Iberomaurusian glaube ich eigentlich schon. Die sind großwüchsig. Der Ammer, also dieser adulte Mann, den wir da haben, der ist also auch, der würde heute nicht auffallen. Ne? Okay, dann danke ich Ihnen für die Auskunft. Wir wissen jetzt mehr über die erste Körperbemalung, die wir nachweisen können, über erste Distinktionsmittel und vielleicht auch über die Herkunft der Berber. Dankeschön, Herr Aiwanger.